Hallo ihr Lieben, es war mal wieder an der Zeit für ein Brotrezept und diesmal ist es ein Klassiker, die Brötchensonne. Für den Teig brauchen wir Mehl, Milch, Öl, Hefe, Zucker und Salz. Sesam in schwarz und weiß, Sonnenblumenkerne, Mohn, Kürbiskerne und Mozzarella zum Bestreuen. In eure Rührschüssel gebt ihr das Mehl und das Salz. Jetzt erwärmt ihr die Milch und zwar so, dass sie warm ist und nicht heiß. Das ist ganz wichtig für die Funktion der Hefe. In die Milch rührt ihr jetzt den Zucker und die Hefe ein. Fügt das Öl hinzu und anschließend gebt ihr die feuchten Zutaten zu den trockenen dazu und verknetet einen kompakten Teig. Dabei empfehle ich euch, den Teig vom Knethaken herunterzudrücken und vom Schüsselboden hochzuheben, damit der Knethaken überall den Teig erreichen kann und dieser möglichst geschmeidig wird. Knetet den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche gut durch, formt eine Kugel und legt diese in eine befettete Schüssel. Ihr seht, ich verwende hier nur ganz wenig Mehl, weil der Teig auch nicht wirklich klebrig ist. Vielleicht kommt ihr auch komplett ohne aus. Deckt den Teig gut ab und stellt die Schüssel an einem warmen Ort zum Gehen für ungefähr eine Stunde. Bei mir steht die Schüssel immer auf unterster Schiene in einem 30 Grad warmen Ofen. Nach dieser Zeit ist der Teig schön aufgegangen und ihr müsst ihn jetzt nicht mehr kneten, sondern er wird jetzt gewogen. Mein Teig hat 1073 Gramm, ich habe das Ganze durch 15 dividiert, denn wir brauchen 15 Bällchen und pro Stück sind es ungefähr 70 Gramm. Die Teigstücke solltet ihr unbedingt abdecken, da sie schnell austrocknen und es wird dann schwierig, die Bällchen zu formen. Schnappt euch die Teigstücke, knetet sie mit den Handinnenflächen noch ein bisschen durch und formt dann ein schönes Bällchen. Legt eine Backform oder ein Blech mit Backpapier aus, meine Form hat 35 cm Durchmesser, es geht auch ein bisschen kleiner oder größer und legt das erste Bällchen in die Mitte. Um das erste Bällchen legt ihr mit Abstand 7 weitere Bällchen und in der dritten Reihe dann nochmals 7 Stück. In der dritten Reihe legt ihr die Bällchen immer so, dass sie quasi zwischen den zwei vorderen liegen. Seht ihr das? Im nächsten Schritt werden die Bällchen mit Wasser besprüht oder falls ihr keine Sprühflasche habt, könnt ihr sie auch kurz im Wasser tunken. Und jetzt folgt der kreative Teil. Ihr wendet sie einmal und drückt sie entweder in Sonnenblumenkerne, schwarzen Sesam, Kürbiskerne und Co., was auch immer ihr mögt. Jetzt werden die Bällchen nochmals gut abgedeckt und sollten wiederum gehen für ungefähr 35 bis 45 Minuten an einem warmen Ort. Diese Gehzeit ist ganz wichtig, damit eure Brötchen später auch schön luftig werden. So sehen sie aus, wenn sie fertig aufgegangen sind und können jetzt in den vorgeheizten Backofen wandern, bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 bis 25 Minuten. Besprüht das Innere des Ofens mit Wasser oder legt eine feuerfeste Schüssel mit Wasser hinein, denn so werden eure Brötchen besonders knusprig. Lasst sie auskühlen, zumindest bis sie nur noch lauwarm sind. Ich weiß, es ist einfach dieser Duft so herrlich, dass man am liebsten gleich in die heißen Brötchen reinbeißen möchte, aber sie schmecken einfach am besten, wenn sie lauwarm oder ausgekühlt sind. Übrigens eignen sie sich auch super als Übernachtbrötchen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sie so zubereitet, dass sie am Morgen einfach nur gebacken werden müssen, dann lest euch den angepinnten Kommentar durch oder lest euch einfach das Rezept auf meinem Blog durch, da findet ihr alle Infos dazu. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, dass euch dieses Rezept gefallen hat. Wenn ihr es ausprobiert, könnt ihr mir gerne Fotos zusenden via Instagram oder Facebook, würde mich auf jeden Fall freuen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.